Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Gerät von Asus und zwar ein ExpertBook B6 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer findet, aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man auf der Rückseite genau hier. Und ja, mit dieser Modellnummer oder Bezeichnung findet ihr eben alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass es sich hier um ein Touch-Display handelt und das gibt es auch nur als komplette Einheit zu wechseln. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad könnte man hingegen auch einzeln tauschen. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man zuallererst alle Schrauben lösen. Und da ist es so, dass die hinteren hier etwas länger sind, beziehungsweise die 4 hier vorne sind etwas kürzer. Das heißt, die am besten getrennt aufbewahren. Die Unterseite wird hier, kann man das glaube ich ganz gut sehen, mit dem Gehäuse verbunden. Oder man sieht hier die Verbindungslinie. Die läuft hier einmal um das Gerät herum. Und generell benutze ich hier für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Da ist alles dabei, was man so braucht. Öffner, Pinzetten, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen. Das habe ich mir jetzt hier alles schon mal zurechtgelegt. Und ja, die Schrauben hier, das sind ganz normale Kreuzschrauben. Da kann man als Aufsatz hier zum Beispiel ein PH0 benutzen. Und ebenso kommt auch der Öffner aus dem Werkzeugset, um die Unterseite zu lösen. Und da kann man jetzt mal schauen. Ich würde jetzt hier versuchen, an der Rückseite anzufangen. Das ist unterschiedlich, wo das gut geht oder wo es besser geht. Das Grundprinzip ist aber immer das gleiche. Man geht hier zwischen Gerät und Unterseite und versucht das dann oder hebelt das dann so ein bisschen nach oben. Und in dem Fall wird das auch viel durch die Schrauben gehalten. Das merkt man hier schon, geht das relativ einfach. Falls das irgendwo nicht so gut geht, das ist jetzt tatsächlich auch schon auf. Falls das mal fester sitzt, auch falls es noch nie geöffnet wurde, geht das vielleicht ein bisschen schwerer. Wenn es irgendwo nicht so gut geht, dann einfach an einer anderen Stelle anfangen. Also man kann hier zum Beispiel auch an der Vorderseite probieren anzufangen. Oder vielleicht geht es auch an der Seite besser. Auf jeden Fall, wie gesagt, das Grundprinzip ist immer das gleiche. Sobald man eine Öffnung geschaffen hat, jetzt vielleicht nicht unbedingt hier, kann man das dann so seitlich quasi aufhebeln und dann gegebenenfalls mit ein bisschen Rütteln und Wackeln abziehen. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt aber irgendetwas weiteres machen, trennen wir auf jeden Fall als allererstes den Akku vom Mainboard. Und da sehen wir hier das Kabel und das funktioniert in dem Fall so, dass der Stecker hier von so einem silbernen Bügel gehalten wird. Den schiebt man so ein bisschen nach oben und dann kann man den Stecker an sich nach oben hin hier abnehmen und ist so auf jeden Fall mal auf der sicheren Seite. Was man hier noch sieht ist, es gibt 2 Slots für SSDs. In dem Fall ist jetzt hier nur einer belegt. Dann unter dieser Abdeckung sitzt der RAM. Es gibt hier tatsächlich auf der Unterseite von dem Mainboard auch nochmal 2 Slots mit RAM. Dann sehen wir hier noch die Lüfter und den Heatsink. Kann man nicht genau erkennen. Ich vermute, dass das GPU und das CPU ist.
Hier drüben sehen wir noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Und eine CMOS, glaube ich, gibt es hier nicht. Ich sehe jetzt auch keinen Anschluss dafür. Um den Akku zu tauschen, muss man die Schrauben hier rausnehmen. Und kann danach den Akku einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen. Und ja, so natürlich gegebenenfalls auch tauschen. Unter dem Akku sehen wir jetzt hier übrigens auch das Touchpad. Und das wird von diesen Schrauben hier gehalten, läuft aber auch weiter hier unter das Mainboard. Ich habe keine Ahnung, ob man das hier sehen kann, aber man kann auf jeden Fall wahrscheinlich die zweite silberne Abdeckung vom RAM hier auch sehen unter dem Mainboard. Und da könnte es sein, das kann ich jetzt tatsächlich gar nicht mit Garantie sagen, dass man das Mainboard ausbauen muss, um das Touchpad zu tauschen. Also das ist ein ziemlich neues Gerät. Da sind manche Sachen noch nicht so ganz klar, bevor man es gemacht hat. Es könnte auch sein, dass es reicht, die Schrauben hier rauszunehmen. Das kann ich jetzt gerade nicht so genau erkennen. Eventuell muss man allerdings das Mainboard abnehmen. Was man hier auf jeden Fall beachten muss, ist, dass diese Stecker hier, also einmal der und einmal der, den muss man ja auf jeden Fall trennen. Oder auch hier drüben die Stecker, das sind alles Kippschalter. Das heißt, da kann man nicht einfach am Kabel ziehen. Die werden erst aufgeklappt nach oben hin und geben dann quasi das Kabel frei. Und ich vermute mal, dass das hier auch aufgeklebt ist. Ja. Und so kann man das Kabel dann lösen. Und beim Wiederverbinden da auf jeden Fall immer drauf schauen. Da gibt es ja hier so eine Linie, in dem Fall ist die weiß. Da kann man ganz gut erkennen, ob das Kabel da wieder richtig drin sitzt. Das ist hier auch ein bisschen friemelig. Und schauen, dass der Stecker auf ist. Dann kommt das Kabel wieder rein. Zuklappen. Und ja, so funktioniert diese Verbindung hier. Wenn man RAM tauschen oder auch nachrüsten will, wie gesagt, der sitzt unter dieser Abdeckung hier. Da gibt es auch so eine kleine Schlaufe, wo man die abziehen kann. Und in dem Fall ist da jetzt auch nichts weiter verbaut. Da sind also noch 2 freie Slots. Und in dem Fall, das ist auch DDR5 RAM. So sieht ja ein RAM-Riegel aus. Und dann funktioniert es hier so. Beim Ein- und Ausbau, der passt nur in eine Richtung. Der würde jetzt so gar nicht reinpassen. Das ist also ziemlich einfach gemacht. Da auf jeden Fall schauen, wenn man so ein bisschen fettige Finger hat oder feuchte Finger, da nicht vorne an die Kontakte dran kommen. Und dann kommt der hier in den Slot und wird so ein bisschen nach unten gedrückt, bis die beiden Klammern hier einrasten. Und genauso wäre jetzt natürlich auch der Ausbau. Das heißt, man zieht die beiden Klammern so ein bisschen nach außen. Dann kommt der einem meistens schon entgegen. Und dann kann man den so aus dem Slot ziehen. In dem Fall lasse ich den jetzt mal draußen. Und die Abdeckung, die kommt dann einfach wieder auf diese Clips hier drauf, die hier einmal drumherum laufen. Und dadurch sitzt die Abdeckung fest. Und auch genau in der richtigen Position. Ein bisschen nach unten drücken, spürt man sehr gut, dass das wieder sitzt und ja, schon erledigt. Genauso einfach ist tatsächlich auch die SSD oder die SSDs. Die werden hier jeweils nur von einer Schraube gehalten. Und sobald man die draußen hat, hier aus dem Slot ziehen. Und auch hier wieder das gleiche Prinzip, die passt nur in eine Richtung rein, so geht die gar nicht. Und dann kommt die einfach zurück in den Slot, bis ganz zum Anschlag, darauf achten. Wird so ein bisschen nach unten gedrückt, auch das hier ist passgenau und muss einfach nur wieder verschraubt werden. Bei den Lüftern ist es hier so, die kann man einzeln tauschen, tatsächlich, die gibt es einzeln. Es sind unterschiedliche rechts und links. Allerdings, um die zu tauschen, muss man den Heatsink komplett abnehmen. Das liegt zum einen daran, die werden hier von 3 Schrauben gehalten. Und die Schraube zum Beispiel geht hier unten durch. Und auf der Seite ist es so, dass die Lüfter an sich auch hier unter den Heatsink drunter verlaufen.
und man die jetzt hier nicht einfach loskriegt. Also auf jeden Fall auch hier sind es die 3 Schrauben. Diese Abdeckung hier, das ist übrigens nur ein Kühlstreifen drunter, also keine Kühlpaste. Das geht also noch relativ einfach. Und dann diese 8 Schrauben hier, die sind ja auch durchnummeriert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, warum auch immer diese Reihenfolge gewählt wurde. Und genau, also den Heatsink muss man abnehmen auf jeden Fall. So kommt man an die Lüfterschrauben bzw. an die Lüfter an sich ran. Danach kann man die Lüfter aber eben einzeln tauschen. Hier sieht man das Kabel von dem einen Lüfter und hier läuft das andere. Die kann man einfach hier nach hinten rausziehen. Und die sind meistens auch markiert mit einem Punkt nach oben. Falls man das oder falls diese Markierung mal nicht da sein sollte, kann man aber hier auf einer Seite des Steckers Kontakte sehen. Und die zeigen dann eben beim Wiederverbinden nach oben. Und wenn man so einen Tausch macht, ist das eigentlich dann auch immer das Wichtigste am Ende. Nicht vergessen, die Stecker wieder zu verbinden. Klein und friemelig. Genau so, dass die auch wieder richtig drin sitzen. Und ja, dann eben natürlich auch sauber machen und neue Kühlpaste drauf. Ist aber an sich wirklich jetzt nicht schwer, ist einfach verbaut mit den 4 Schrauben pro Heatsink. Kann man einfach abnehmen, Lüfter tauschen und genau, anders geht es hier aber leider nicht. Der Akkueinbau ist genauso einfach wie der Ausbau. Man sieht auch neben den eigentlichen Schraubenöffnungen sind hier nochmal Öffnungen für die kleinen Hilfsführungen hier. Das heißt, wenn man den da drauf legt, dann fällt er automatisch schon auf die Gewinde, muss nur wieder verschraubt werden. Und ganz am Ende natürlich nicht vergessen, auch das Akkukabel wieder zu verbinden. Und da schauen, dass die Brücke eben hier oben ist. Dann wird der von oben wieder auf die Kontakte drauf gesteckt. Auch der hat hier kleine Öffnungen für die Führung. Nach unten drücken und dann den Bügel auch wirklich wieder über den Stecker drüber schieben, dass der hier gehalten wird. Und schon kann man die Unterseite wieder verbinden. Und die Unterseite legt man jetzt einfach wieder von oben auf das Gerät, drückt die nach hinten hinzu. Da gibt es jetzt hier, wie gesagt, gar nicht so viele Einraststellen. Ich schaue trotzdem einmal um das Gerät, dass da nirgendwo mehr Lücken zu sehen sind. Und ja, danach einfach wieder alles verschrauben. Und so schnell hat man das. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.